Good morning. Hey, die ken je naar zendagschool doen, want die wel. Dat fehlt veel anders. Wanneer de beentje vol zijn, is wanneer je stoot te de laat je beentje redt. En ik geloof jedenfalls, ik dat ook anders. Wanneer we stad komen, wanneer we thuis zaten naar onze screens kijken, wat de Vlaanderen reizen, nicht schmackhaft gestammt und die Lappen mit understellen ist die Stamm und so wieder, nicht? Yes, wir wollen von der Klimbett von reden von Trösan. Die Frau vielleicht wollen auch von der hier sie, wenn man am Bulletin weiß, dass Benny wird hier sein, in meine steht, an seine steht. Wir wissen das auch nicht, dass wir den Kleiner mögen, dass von der wird ihre Bestätigung sein, so dass wir die Kleiner wird ein bisschen lang gemerkt. Hey, was nächstes sind doch? Und so wieder jetzt. So wat true wir in der Welt, wo wir leben. Du wirst young and city boy. Sie noemen wir Kenny und hij moved to the country. En als hij daar in de country is, dan kauft hij een boerder van een farmer voor $100. Der man is al alle. So, they agreed met Kenny, hij wordt hem den boerder brengen nächsten dag. Nächsten dag komt de farmer am Hof und sagt, sorry son, aber ich habe schlechte Neuigkeiten. Der Boerder ist doodgegangen letzte Nacht. Oh, sagt Kenny, dann geben wir bloß die $100 zurück. No, sagt die Farmer, die $100 habe ich gespannt. Ich habe euch mal $100. Okay, sagt Kenny, dann lud dem Esel hier auf. Dann sagt die Farmer, was weißt du mit einem doodja Esel? Wel, sagt Kenny, ich will ihn uitlassen. Een doodje Esel uitlassen? Ja, dat kan ik doen. Een man later dan traf de farmer Kenny en vraagt er, wat is het? O, zegt Kenny, ik heb den boerder uitgelassen, ik verkoop 500 lassen voor $2 sterk. En mijn profit is $898. Dat is niet een rätsel. Aber die farmer zegt, heeft keiner complaint? Ja, sagt Kenny, der wat ihm gewonnen hat, in dem gebe ich die $2 terug. Wir gleichen nicht von uns unaufrichtig behandelt worden, nicht? So, wat true Savi und wat oprechtig Savi? Wer wird true, das Kenny oder der Olaf Farmer, ich weiß nicht, aber das scheint so, alles, was diese Welt zu beide hat, oder uns anbeidet, das ist something, was uns von dem Wort Glaube scheint, wahr zu wiesen, nicht? Jesus sagt in Lukas 18, der Kapitel, der letzte Part vom 8. Vers, sagt er, und doch, wenn die Menschen sehen kommen wird er auf die Erde auch Glauben finden? Jesus wundert, wo wird es gekommen sein, was er weiterkommt. Und er wird weiterkommen. Er sagt, die Engel sagen zu den Jüngern, als Jesus im Himmel fuhr, Jesus wird weiterkommen. Kriegst es dir die sein im Himmel fahren. Und die Bibel sagt uns, Gott kijkt darum, und er kijkt nur drei Menschen. 2. Chronik 16, Vers 9 sagt, der Herr hält die ganze Erde im am die Bietestunden, wat am mit ein angedeeltet hat, vertrauen. Woran kijkt die Menschen, wat am deine mit ein angedeeltet hat? Wen hij will die bistehen. Auf Hochdeutsch sagt Hoffnung für alle, denn das Herrn Augen schauen alle Lande, dass stärke, die so von ganzem Herzen an ihm sind. Wem will stärken? Der wird ganz auf seine Seite sein, nicht halb. Gott segnet treue Menschen, was er brauchen kann. Er sagt, treue, abreiche Menschen, und die sind schwer zu finden. Die sind knapp. Menschen, die Gott mit Hort und Seil und Gedächtnis und Kraft treu sind knapp. Vielleicht nicht gerade, wo wir wohnen, aber über die ganze Welt genommen und ja, die saß mit 7 Billionen Menschen, die sind knapp. Sprüche 20, Vers 6 sagt, viele Menschen geben fair, dass sie treuherzig und gutmeinend sind. Aber wer kann einen frommen Mensch finden, ab den zu verloten ist? Wie dachte all, dort wäre der wäre so fromm, ab den können nicht verloten, ab irgendwo werden. Hey, doch, aber nicht deshalb. Weißt du, was wir tun? Ich glaube, ihr weißt alle, von was ich rede, sind passiert uns hier und da, nicht?
Viele Menschen können schön reden. Aber sind die wirklich treu zu Gott? Glauben sie wirklich an Gott? Oder vertrauen sie ihr Kreditkort mehr als Gott? Vertrauen sie mehr auf die Dinge, was sie auf dieser Welt haben, auf Gott? Psalm 53, Vers 3 und 4, da sagt der Psalmist, Gott kijkt vom Himmel rauf, nur die Menschen kennen zu sein, ob du irgendwer klug ist und nur Gott fragt. Klug ist und nur Gott fragt. Aber die sind alle aufgefallen und da alle taub nicht. Du hast keiner, der da Gott hat und nicht einer. Weil, wird die sagen, von der so schlimm ist es nicht? Da sind auch noch ein Teil Menschen, was Gott tun. Weil Gott sagt, nur treue Menschen, wem er sehen wird. Die Bibel sagt, treu sein ist die Schlädel zum Sehen und zum Sieg. Also die Schlädel zum Sieg über unsere Probleme in unserem Leben. Dort ist auch die Schlädel zum Sehen in unserem Leben. Bloß einfach treu sein. Was meint treu sein? Die Bibel redet viel von treu sein. Kann ich lassen zielen eng von 1. Johannes 5, Vers 1 durch 5, waar wir noch die 4 und 5 noch einmal lesen. All die Gott zum Vater haben, überwinden die Welt. Uns glauben an Jesus, der die Welt besiegt hat, gibt uns auch den Sieg. Wer ist die je in die Welt gewonnen hat, wenn nicht die dort glaubt, dass Jesus Christus Gott sein Sehen ist? Weet je, wie kämpfen diesen unsichtbaren Krieg? Unsichtbarer Krieg. Wo ist der unsichtbar? Wenn die ganz meisten Kämpfe und Siege, was wir haben, passieren hier in uns Kopf, in unsere Gedanken. Keine anderen Menschen sein dort, als wir selbst. Unsere Treue zu Gott gibt uns Sieg in diesem Kampf. Spreche 28, Vers 20 sagt, ein treuer Mann wird rechtlich gesegnet worden. Wer ist ein treuer Mann? Das meint nicht, der wird bloß dort treu ist, wo Menschen dort antworten. Das meint der, wer dort treu ist, wo man keiner sieht. Das ist ein Mann von Integrity. Lass praktisch das Wort Integrity oder Integrität. Das meint einfach bloß dort aufrichtig sein, wo mich keiner sieht. So mein Gebet ist, dass wir als Gemeinde in unserer Arbeit, in unseren Kämpfen, was wir haben, diesen Sehen, was wir kriegen. Und was müssen wir tun? Bloß einfach treu sein. Uns Leben, Gott ist es wichtig, dass uns Leben zu ihm treu ist. Wir müssen lernen, dass Gott uns treu sein testet. Gott braucht verschiedene Wege, um uns treu sein zu testen. Und wir wollen von der uns erst Dinge kijken, was Gott braucht, um mich und die testen, wie treu sind in unserem Wandel. Nummer 1. Die Bibel sagt, Gott braucht kleine Dinge, um unsere Integrity, ihre Aufrichtigkeit zu testen. Wir denken manchmal, das braucht große Dinge, um einen Lehrer zu merken. Das stimmt nicht. Oder große Krisen im Leben offenbare Leitung. Leitung wird nicht gebaut in große Dinge im Leben. Dort offenbart sich in kleine Dinge in uns Leben. Dort, wo Aufrichtigkeit sich gut wiest, in Sachen, wo mich und die keiner sieht. In kleine Entscheidungen, was wir merken, was keiner merkt. Weil viel von den kleinen Entscheidungen, was keiner merkt, was wir merken, das sind Sachen, was Gott wirklich sehen und lohnen wird. Wir denken manchmal, das braucht nicht. Das weiß keiner, die Nachbar weiß das nicht, und mich schaut das nicht. So, ich will das tun. Deep down weiß ich das auch recht. Sieg dann treu. Weißt du, die kleinen Dinge, wo wir waren, sind treu warst, in uns denken, in uns Kampf, die braucht Gott zum Testen, dass wir aufrichtig sind. Treu sein fordert Aufrichtigkeit. Jesus sagt in Lukas 18, Vers 10, wer im Kleinen treu ist, ist auch im Großen. Also treu im Großen. Und wer im Kleinen nicht treu ist auch nicht treu im Großen. Und das schafft bloß es dort. Aber plötzlich sagt, wer der Kleine nicht irrt, ist das Große nicht wird. Was sagt Jesus hier? Er sagt, uns öffentlicher Sehen ist abhängig von unserer privaten Aufrichtigkeit. Uns öffentlicher Sehen, was wir kriegen, was Menschen sein, das ist davon abhängig, wo aufrichtig ich im Privaten sehe. Jedes Mal, wenn ein Politiker entdeckt wird, jemand wäre wel in der Regierung angekommen, oder vielleicht auch ist, entdeckt wird in seiner Schweinerei, Dinge, was die treiben wird, dann kommen sie in den Verteidiger ab und sagen, hey, das hat nichts zu tun mit seinem Amt, das ist sein privates Leben.
Zijn private leven heeft niets met zijn ambt te doen wat hij heeft in de regering. Ik glaube, dat is uns alle bekannt, nicht? Wenn die Streiterie ist angegangen, jemand soll den Präsident gewählt, vielleicht alle an der Stadt ist hier, dann hier wie, oh, der hat das getan, oh, der hat dort getan, und dort hat er so eine Schweinerei gedreht. Dann kommen sie und sagen, das hat nichts mit seinem Amt zu tun. Weil ich muss sagen, das hat alles mit seinem Amt zu tun als Lehrer. Wenn man einen Mann zu seiner Früh lehrt, wollen wir dann sein Amt nicht auch lehen. Wenn heute sein besten Freund, wem er die Lebenszeit treu versprochen hat, lehrt, wollen wir dann sein Amt nicht auch lehen. Und unabrechtig sein. So unsere Sehnungen, die kommen von unserer privaten Abrechtigkeit, wo keiner bitte Gott das morgen das. Was sagt Jesus in den nächsten Vers? Lukas 18, Vers 11. Durch wen, wenn die mit dort euer Reichtum nicht treu sind gewesen, wer wird ihnen den wahren Reichtum anvertrauen? Weißt du, wenn Gott uns was anvertraut hat, was nicht uns ist, was selbst wem sind ist, dort hat er uns testen. Er will sein, dass wir treu und abrechtig sind damit. Und um zu sein, ist dort, was er uns gegeben hat, was er uns anvertraut hat, ist wieder reich mit umgehen. Zweitens, sehr wichtig, Gott braucht meine Talente, meine Gaben, um meine Selbstlosigkeit zu testen. Was Selbstlosigkeit? Das meint, ich sehe ob, was ich habe, habe ich auch ewig für mich Nächsten. Ich sehe nicht selbstsüchtig, das muss ich nicht alle an mich drehen. Mir ist das gut, wenn der andere die Ehe kriegt. So, wir müssen uns Leben entscheiden, was oder für wem wir leben dürfen. Wir haben zwei Wohle. Entweder oder, wir wollen von uns selbst leben, was ein Leben von einem Plottisch nur Sek ist, was sich gerade mal anstrebt und mit Jids zu tun hat, oder wir wollen für was größeres leben, als wer wir sind. Nämlich für das Himmelreich, für Jesus Christus. Wir wollen von uns selbst leben, oder für something, was herrscher ist. Treue Menschen leben nicht bloß für sich selbst. Sie erkennen dort, die Gabe, was sie gekriegt haben, was Gott ihnen gegeben hat, die sind nicht für uns selbst gerechnet, sondern für den anderen. Unsere Welt ist bloß eine bessere Stadt, wenn wir das dort tun. Wenn wir unsere Gabe für das für Brücke tun. Wenn wir die alle für uns Brücke tun, das wird eine treue, selbstsichere Welt sein, nicht? Gott hat uns so gemerkt, dass wir sind zum Deinen. Einer den anderen deinen. Wo deinen wir an? Krieg mit der jährliche Gabe, was er uns gegeben hat. Wir haben Hort, wir haben Fähigkeiten, wir haben Persönlichkeit, wir haben Erfahrungen und wir haben diese Gabe. Die 5 Dinge, die merken uns, wer wir sind. Gott will, dass du zu seiner Verherrlichung leben das und diese Gabe zu seiner Verherrlichung brauchen das. Also wir deinen wie Gott. Das ist bloß ein Weg zum Gott deinen. Und dort ist andere deine, mit dort, was er uns anvertraut hat. Jesus sagt, wenn jemand ein Glas Wasser geben, meinen Namen, dort wird nicht unbelohnt bleiben. Dort ist something, was wir tun können. Den anderen, was geben, den, was deinen. Vielleicht hast du manchmal nicht bloß ein Glas Wasser, eins muss vielleicht ein paar 100 Peise, eins muss vielleicht ein paar Dutzend Peise, ich weiß nicht. Aber wenn wir andere deinen, dann deinen wir Gott. Treue Menschen erkennen, dass ihre Gaben nicht für ihr Nutzen sind, sondern zum Nutzen für andere Menschen. Das hat man zu tun mit treu sein. So, wenn ich meine Gaben nicht brauche, dann kommst du zu kort. Und wenn du deine Gaben nicht brauchst, komm ich zu kort. Wenn Gott hat einmal das dort gerechnet. So, Gott hat uns mit verschiedenen Gaben und Fähigkeiten beschenkt, was wir zum Nutzen für andere Menschen brauchen. Singen, wir haben das morgens gesungen. Wie viel Scheiner, wenn wir alle taub singen, ist, wenn einer allein da, nicht? Dann haben die eine Freude an. Sure, das geht noch mal horchen, wenn das wir singt. Aber es noch scheiner mit zu singen. Instruments spielen. Ich habe euch alle, aber die werden keine, die tun dort und wir enjoyen dort, nicht? Nein, Kerke, Mechanikcenter, Pharma, Tracker haben die. Was braucht wir die Go, was wir haben? Für den Nächsten, nicht? So Gott hat uns verschiedene gemerkt, um einer den anderen zu dienen. Und wenn wir die Dinge tun, dann haben wir eine schöne Welt. Dort will Gott kriegst es dort. So Gott hat uns diese verschiedenen Interessen und Go, wie gegeben, um das Leben interessant zu machen. Nicht um uns euer einer über den anderen. Einmal euert uns, dass der andere so viel anders ist als wir sind, nicht? Weil Gott will, dass uns das soll eine Freiheit geben. Gott kijkt drauf, ob wir treu sind mit diesen verschiedenen Gaben, was er uns anvertraut hat. Das ist ein Test.
Die Bibel sagt in 1. Petrus 4, Vers 10, ein jeder soll seine Gabe, die er gekriegt hat, brücken den Nächsten zum Gouden zu dienen, als ein Verwalter, der mit Gott seine Gnaden gaven, treu angeht. Treu angeht. Mit was? Mit der Gabe, was Gott mir gegeben hat. So, wer soll seine Gabe brücken? Du. Ich auch. Zu was soll wir unsere Gabe brücken? Zum den Nächsten dienen, nicht? Er soll wir die Brücke, um so viel Geld als möglich merken für uns selbst, um gemütlich zu retiren und dann zu sterben. No. Gott hat mir und die gemerkt, als Managers, als Verwalter, für die Dinge, die er uns anvertraut hat. Und er wird uns testen, wo wir treu sind damit. So einfach wie weiter ist, wenn wir die nicht brücken tun, dann verlieren wir die. Wenn wir Muscles merken, wir tun Exercisen wie Muscles und haben große Knobbels an den Armen und Beinen irgendwo, wo einige Menschen nicht marschieren, nicht mehr stehen haben. Und wir brücken die nicht. Wir hier mit Exercise, wir fahren bis zu Seiten, die wird zu warten. Da werden die Muscles verschwinden. Die bleiben da gut. Wir müssen die brücken, damit die da bleiben. Und jeder soll seine Gabe, die er gekriegt hat, brücken, den Nächsten zum Gode zu dienen. Als ein Verwalter, der mit Gott seine Gnaden gaben, treu angeht. Und Jesus seine Gleichnisse, da merken wir, wenn wir nicht wahrlich sind, oder zu viel sind um die Brücke, was da passiert. Der eine hat bloß einen Cent gekriegt, hat dem nehmen wir dort nach fort, wenn die wir zu viel um damit umgehen. Was tut er? Er gibt dem dort, der wird da treu werden, nicht? So, Gott will something mit uns. Für wen brauche ich mein Geld? Oder meine Wissenschaft? Oder meine Weisheit? Oder meine Anerkennung? Wo wir wissen mit umgehen, dort wird Gott sehen und er wird es vermehren. Er wird uns testen, jeder einem von uns. Der dritte Test, Gott braucht schwere Zeiten, um uns lehren anholen zu bleiben. Weißt du, der Unterschied zwischen treuen und untreuen Menschen, dort ist, wo wir mit Schwierigkeiten umgehen. Du hast das eine Bild von das Storch, was die Pag zu holen hat vom Schnabel, und die Pag, die packt dem Storch am Hals. Ich weiß nicht, die hat das vielleicht mehr alle sein. Don't you ever give up. Ich weiß nicht, ist das zu den Pag meint, oder zu den Storch, oder zu Bad. Immerhin, so soll wir sein. Nie nicht abgeben, das ist immer zu schwer zum Abgeben. Treue Menschen bleiben anholend. Treue Menschen, die sind anholend, die sind entschlossen, die sind fleißig und die geben nicht ab. Wenn ich sage, geben nicht ab, das meint nicht, geben nicht ab mit Schlechtes tun. Die geben nicht ab für das Gute. Weißt du, was ein Hartja ist? Die Soot von einem Eichenbaum, Eichel auf Hochdeutsch. Der Eichenbaum kennt, die weiter. Ich glaube, mehr von Jünthal sind die Jäte. Das sind nicht diese Pignones, das sind diese andere Wegschalje. Mehr sei es den Warmbahn, wenn du den aufmerkst. Hätte nicht ab, für die neue sein hast. Die Eichel, dort zum Beispiel, die gibt nicht ab. Die wir nicht wahrlich abgeben. Aber meist wie in der Eichenbaum, dort ist ein Eichel, was bloß nicht wahrlich wie abzugeben. Die bleibt anholend und die bleibt anholend. Und nur 100 Jahre stund ein kleiner Eichenbaum. Einzig war es 70 schon hoch, nicht ein Ansehen. Aber ein Eichenbaum, das ist einfach ein Hartja, was nicht wahrlich wie abzugeben. Also niemals abgeben. Wir brauchen Gott sehr klug zu sein, aber wir sollen niemals abgeben. Das braucht nicht, dass wir sehr klug sind, zum Dinge tun, aber das braucht, dass wir nicht abgeben tun. Wir sind keinmal ein Failure oder ein Versager, solange wir nicht abgeben tun. Und zum Abgeben ist es immer ein bisschen schwer. Es ist immer ein bisschen schwer zum Abgeben. So Gott braucht schwere Zeiten, um zu testen, wie anholend wir sind, wie leicht wir abgeben worden. Jetzt ist eine schwere Zeit. Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 16 durch 18, durch wen war wir nicht mutlos. Wenn uns Körper langsam verfällt, innerlichen Menschen war wir alle Tag nie. Dann sagt er uns schworet, was wir hier merken müssen, ist begrenzt und leicht. Dort verschafft uns Wort, was über alle Moten herrlich sein wird und für immer bleiben. Nicht abgeben. Wir trachten nicht nur dort, was zu sein ist, aber nur dort, was nicht zu sein ist. Weil es was zu sein ist für diese Zeit. Was nicht zu sein ist ewig.
So, da denken wir nicht an, die Zeit, was wir groß nur dort trachten, was zu sein ist, nicht? Die schwere Tiden, die gehen hastig vorbei. Dort haben wir meist alle uitgefangen. Besonders die, die al nicht ganz jung sind, die haben alle uitgefangen. Die schwere Tiden, die gehen meistens bald wieder vorbei. So, wir müssen uns nicht den Druck merken damit. Viel mehr vorwärts kijken nur den himmlischen Lohn. So, Gott lässt diese schwere Tiden in uns Leben an, um uns zu testen, wie unheimlich wir sind. Er will uns was geben, was viel wichtiger ist. Das leicht Gott zu dienen, wenn die Umstände gut sind, nicht? Wenn alles nur uns wünscht steht, wenn die Fans schaffen. Aber wenn die schwor gehen, dann prüft sich dort. Dann ist das ein Test. Paulus sagt in Galater 6, Vers 9, weil wir nicht meid worden, Gott zu tun, und wills, wann wir nicht möglich worden, wo wir ernten, wenn dort die Stieg dort ist. Und das scheint uns manchmal lang zu sein, aber doch die Zeit jetzt sehr bosig. Ich glaube, das Fall soll wir utwendig kennen. Weil wir nicht meid worden, Gott zu tun, und wills, wann wir nicht möglich worden, wo wir ernten, wenn dort die Stieg dort ist. So, das ist immer ein Bett schwimmen zum Abgeben. Das vierte Ding, der vierte Test, was ich verstehen möchte, ist, dass Gott braucht Knappheit, uns zu testen, wo wahrlich wir sind zum Geben. Weil solange meine Tasche voll Geld ist und da letzte Sadelspanne sind, oh ja, da ein paar Rüten nehmen kosten und dann, das geht gut. Aber wenn ich ja weiß, das wird mir in der Weg vielleicht noch fehlen, und dann das aufgeben, das ist ein Test, nicht? So, 3 Menschen sind wahrlich zu geben, wenn es knapp geht. Das weten wir von der armen Witwe. Alle, wenn wir viel haben, groß die Ernten angekommen sind und so weiter, dann können wir leicht ein Schiffchen geben. Wenn unsere Taschen voll Geld sind. Aber wenn das nicht genug ist von selbst, dann prüft sich dort. Jewig, was trägt nur Gott? Das, wenn er Gott wirklich mal kijkt und uns testet das. Ich habe einen Freund, Jahre trägt, der wird Arbeit gerannt. Er wohnt in Kanada. Und er hat $100. Und er dachte, er würde mal die Brücke der Weg für Groceries und so weiter. Und dann wurde es sehr klar von der, wo ich die Kosten an der und so eine Tür fort. Und er das. Wenn er weiter es reicht, er ist ganz überzeugt, dass es reicht, was er das. Und seine Schwester, der Bruder am Haar, die Mädchen dort eine Zeit lang mit knapp geht und nicht so recht Arbeit hat. Und den einen wird sehr klar geworden, den Tag wird er was aufgeben. Einmal hat er spaziert und nur und stellt sich, dass er in seine Wand kommt, dann legt ein Envelope ab und sagt, weißt du was, nö. Checkt er an, sind $100 bei. Er hat keinem das gesagt, dass was er hat getan. Er anträgt die Kirche und sagt, warum das getan hat. So Gott hat sich für sich gekümmert. Er will bloß am Test sein, wahrlich wieder loszulassen. Paulus schreibt an die Korinther von der Gemeinde in Mazedonien. Er sagt, unsere Brüder, uns erst darum zu tun, dass die weiten sollen, was Gott seine Gnade für die Gemeinden in Mazedonien getan hat. Was Gott seine Gnade getan hat. Er sagt, die sind in ihre Troubles und die sind so hart versucht worden, standhaft zu bleiben. Und wenn sie auch sehr arm sind, haben sie doch jeden wahrlich gegeben. Ich kann bestätigen, dass sie so viel gegeben haben, als sie können, und sogar mehr, als sie können. Zu wem schreibt Paulus das? Zu den Korinther. Warum? Wenn die Korinther wieder gut auf. Und in Mazedonien, die wieder nicht gut auf. Und warum ist das überhaupt in die Bibel angekommen? Das ist zu mir die abmuntern, dass Gott mir die auch testen das felten. Und nicht finde das. Wo stehen wir? Wo will ich sagen, wie aufzugeben? Weißt du, die Nummer 1 Test ist, wie treu sind, was Gott braucht, das Geld. Na, du sagst vielleicht, das Geld das von dieser Welt und das erreicht das Geld und das ist nicht erreicht. Aber was wir damit tun, ist vielmal erreicht. Die Nummer 1 Test, was Gott an uns merkt, das ist, wie treu sind, das hat mit Geld zu tun. Warum? Wenn wir spenden die meiste Zeit von uns Leben mit Schaffen, mit Denken, mit Dingen merken, mit Sorgen, mit Spenden, mit Investieren und mit Geld sparen. Das ist bloß ein Part von uns Leben. Und dort braucht Gott zum Testen, wo treu wir sind. Jesus sagt in Lukas 16, Vers 39,
14, ik zei junt ook, bruk dat eierreiche Reichtum. Bruk dat eierreiche Reichtum. Dat is onze tijd, dat is ons geld, dat is onze energie en alles wat we daar even met te doen hebben. Te wat zal we dat brukken? Vriend te maken, zegt hij. Een andere woord, mensen helpen im Himmel aan te komen. Mensen helpen geestlich te helpen, dat die glücklich kunnen zijn. Dan zegt hij weer, dort met eenmaal niet meer door is, ze junt in de eeuwige woningen opnemen. Wat meint dat? Weet je, wanneer we andere mensen helpen, met immer wat entfehlt, dan sammeln wir al Schätze op im Himmel. Dan merken wir, die steht, wo wir hin wollen, alright, für uns selbst. Wir können nichts mitnehmen, aber wir können was verabscheiden, gesagt ein Schreiber. Dann sagt Jesus wieder, wer im Kleinen treu ist, ist auch im Großen treu. Und wer im Kleinen nicht treu ist auch nicht treu im Großen. Deswegen, wenn jemand das eierreiche Reichtum nicht treu sind gewesen, das bloß von selbst einmal gebracht hat, wer wird den wahren Reichtum anvertrauen? Und wenn jemand dort, was den anderen sind, ist, nicht sein treu gewesen, wer wird dann dort geben, was jünd ist? Dann sagt er, kein Knecht kann zwei Haaren dienen. Und das versägt wir aber fern. Er wird den einen nicht lieben können und von den anderen fehlholen, oder er wird an den einen hängen und den anderen verachten. Dann sagt Jesus, die können nicht Gott in das Reichtum zugleich dienen. Das ist ganz klar. Und wir brauchen über alle Geld. Was tun wir das dann? Und wir sind Christen. Was können wir das dann tun? Wie schaffen wir von uns Geld? Wie sorgen wir für uns Geld? Wie investieren uns Geld? Was immer wir tun. Aber Jesus sagt, die können nicht Gott in das Reichtum zugleich dienen. Also dann dürfen wir über den Reichtum dienen und sind auch Gott, nicht? Das ist nicht, was Jesus meint. Gott weiß, dass wir das Geld brauchen. Gott vertraut uns das auch an. Aber er guckt, sei wie treu damit. Weil je Management ist nicht bloß eine gute Idee. Nicht Schuld merken, was investieren, ehrlich geben. Das sind nicht bloß gute Ideen. Das ist ein geistlicher Test für uns als Christen. Ob wir treu sind damit. Wir beten einer für den anderen, dass Gott die was sehen, dass die eine bessere Arm kriegen, dass die mal durch ihre Schwierigkeiten durchkommen. Geld sagen und so wieder, nicht? Sei wie treu, wenn Gott uns testen wird. Wir beten nicht durch für den anderen, dass die soll im Überfluss leben, sondern dass die auch soll sein Wiederkommen haben, nicht? Gott gibt die Menschen immer, wenn wir am Frau tun. Das fällt sich mal so ein Lütenbett lang, nicht? Aber er gibt immer großzügig. Und wenn wir großzügig sind im Geben, das wird Gott sehen. Wenn wir gehorsam sind zu Gott seine Vision, dann das bringt uns Gott seine Fürsorge. Wir haben in das Buch, was wir durchgehen von Ruth, da hat wir einmal wahr, wo Gott Fürsorge tut für Ruth und Naomi, nicht? Gott hat in dein Leben kriegt so. Wenn wir Gott seine Vision, wenn wir da gehorsam sind, wenn wir treu sind, dann bringt Gott Fürsorge in uns Leben an. Dann lebe ich in Gott sein Favor. So, wenn ich alles tue, was Gott mir sagt, dass ich tun soll, dann tut er dort für mich, was ich nicht tun kann. Wenn ich ein Bedürfnis habe, mir something fehlt, dann sehe ich dort, dass ich dort ernten will, nicht? Wenn mir mein Leben fehlt, dann entscheide ich, mein Leben zu sehen. Bleib zu streuen. Wenn mir mein fehlt, beizustehen, dann wies ich meine Mitglieder zu meinen Mitmenschen und so wieder. Aber weißt du, man all das, du hast eine Zeit, wo wir lernen müssen, eine Wartezeit. Von sei bis ernte, das ist immer noch ein bisschen eine Zwischenzeit. Da noch was wir sehen, nicht? 15. Treue Menschen bringen Frieden und Jesus. Gott sieht uns und er beobachtet uns. Treue Menschen zeugen von ihrem Glauben. Sie bringen anderen um Glauben. Ein gutes Beispiel fängt wie in Matthäus 9, wo adlige Männer ihren Freund nur Jesus brachte. Die helfen ihre Mitmenschen. Das sagt es ist das. Und horcht, sie brachten einen gelähmten Mann an, den sie auf ein Bad drüben. Und als Jesus ihren Glauben sagt, seht er zu den Gelähmten, sieh mal mutig mein sehen, die ne Sünden sind, die verjäft. Wem sein Glaube sagt Jesus hier? Den Gelähmten Siener oder den Menschen, die am Dreh Ich verstehe so, die wird am Dreh.
Das ist seine Freund. Die hat den Glauben. Das Gelähmte sagt hier nicht, dass der Glaube hat. Wie viele Freunde haben wir, die gelähmt sind? In Angst, in Sorge, in Unsicherheit? Sie können gar nicht alleine zu Jesus kommen. Sie legen auf ihr Bad, sie sind auf Horst. Sie können da nicht rühren. Sie brauchen einen Freund, der an Jesus traut. Sehr wie wahrlich, sehr wie treu, anzufoten und zu trauen. Habe ich genug Glauben, dass Jesus an helfen wird? Bet wie, sehr wie wahrlich zu fasten, sehr wie wahrlich ans Glauben auszuleben. Habe ich Vertrauen auf Jesus? Und sehr wie wahrlich noch mal zu lernen, wenn Dinge nicht kurz passieren. Gott sehnt dort, wenn wir treu sind, mit der Gabe, was er uns gegeben hat. Und Gott kijkt, als wir treu sind. Er wird uns testen. Und er wird sehen, wenn wir treu sind. Der letzte Punkt, das erste. Treue Menschen bauen den Glauben von anderen Menschen. Wenn Gott es sieht, dass wir treu sind, dann sehnt er uns. Weil je andere Glauben bauen, das meint, wahrlich seine Rot zu geben, zu ihrer Rechte, zu ermutigen, was immer es ist, vielleicht am Bad und vor in der halbe Dreh. Aber alle brauchen wir in Paulus, um ein guter Timotheus zu werden. Alle brauchen wir in Paulus, um ein guter Timotheus zu werden. Jemand, was alle ist, wem ich kann nur rot fragen. Jemand, was mehr Erfahrungen hat. Wem ich kann fragen gehen, wo geht es? Wo kann ich das tun? Wo schafft das, wenn ich in diese Lehre ankomme? Da. Und Gott hat jeder Christ gerufen, das zu tun. Ich weiß, dass uns das Prediger bestätigt wird. 12, 13 Jahre zurück, ich weiß nicht, wie viele Jahre kriegt. Satt wie hier auf der ersten Bank. Die Menschen kommen hier vorbei, im Begrüßtanzen, dann kommen da vorbei. Dann sagt er, ich muss das Vers, weil ich die Matt gebe. Und das ist ein Vers, was für uns alle ist. 2. Timotheus 2, Vers 1 und 2. Und du mein sehen, sie stärkt euch die Gnade, die an Christus Jesus ist. Und was du von mir, der ich viele Zeichen gehört hast, dort vertraue treue Männer an, die imstande sind, durch andere zu lehren. Paulus weiß dort, er hat diesen Timotheus viel gute Dinge gelehrt. Und das Timotheus hat viel gute Dinge gehört von Paulus. Und Paulus sagt, du nu diese Dinge nehmen und vertraue die anderen Menschen an, die auch fähig sind, nach anderen zu lehren. Treue Menschen. Er redet hier von 4 Generationen in diesem Vers. Dort ist wichtig, was wir von Erfahrungen lernen, von unseren Erfahrungen, auch von anderen Erfahrungen. Nicht bloß gute, aber auch von den schlechten Erfahrungen. Wenn wir weiter, was Gott leidet, die deine alle Dinge zum Besten, nicht? Hast du jemand, wo die Hand jetzt von die Rot fehlt? Oder brauchst du bloß den einen Rot? Bist du wahrlich, wenn der andere die Rot gibt, dort anzunehmen? Weet je, veel moet kriegen rot, aber uns gefällt uns einer rot, bloß einfach besser, dann da war uns einer, nicht? Weet je, alle brauchen wie Personen, die uns rot geben, mit uns zu beten, und dass wir uns Hand geben. Einmal fehlt es bloß an Hand geben. Wir weiter vielleicht das rechte Ding zu tun, aber wir sind noch nicht ganz wahrlich. Ich glaube, meist alle denken, wir wollen noch gerne ein bisschen treuer werden mit dit, ein bisschen abbrecher werden mit diesen Dingen. Wir kämpfen viel zu lange auf die Dinge rum, was Teile fehlen. Du steht mal rot holen und du musst zu schaffen. Manchmal fehlt uns ein bisschen rot von jemand, was dasselbe Problem ist, wo wir Bahnen sind. Und das ist all durch. Die würden uns gerne fein verstehen, die können uns rot geben. Aber wir haben uns mit Angst, weil wir wissen nicht, was die rumgehen, was die davon plündern, oder was wird passieren, wenn ich meine Probleme mitteile. Was die mir gerne rot geben. Weißt du, wir müssen dafür beten, wir müssen Vertrauen haben. Wir müssen Vertrauen haben an unsere Mitmenschen. Wir brauchen alle einmal dringend Hilfe. Wir weiter uns fertig nicht mit den Dingen, wo wir Bahnen sind. Und Gott, er redet nicht mit einer audible Voice, aber er redet durch andere Menschen zu uns. Einmal hier vielleicht eine Stimme, was sei. Das kann nicht sein, Gott noch mal das dort redet, aber meist einmal redet Gott durch die Bibel und sehr viel mal durch andere Menschen, durch andere Gläubige zu uns. Also wenn wir ernstlich beten, dass Gott uns eine treue Person wiesen, vielleicht in unserer Gemeinde, vielleicht in unserer Familie, vielleicht ein von unseren Freunden, was immer es ist, dann können wir vertraute Hand gehen und dem noch rot fragen. Weil keiner ist so schlechter, um nicht zu helfen jetzt.
Und keiner hat so eine Probleme, was Jesus nicht lösen kann. Aber vielmal sind wir gelähmt und uns fehlen diese Freunde, um uns zu Jesus zu bringen. Wieso hat das gelähmte Mann Freund? Wo hat er den Kahn gelehrt? Das ist ja geschrieben. Aber ich weiß ein Ding, der hat vorher Gemeinschaft gehabt. Der hat sich irgendwie gekannt. Der ich Wort weiß ich nicht. Früher kann lehrt wir so ein Pracher Kahn mit Schnapsmaßerstüche. Und andere Dinge passieren, nicht? Ich weiß nicht, was dieser hat, der sich einen Kahn gelehrt. Aber der hat Mitglieder, wenn das wieder seine Freund. Hast du jemanden in deinem Leben, wer deine Freunde sind, wer dein Bad wird anfuttern, wenn es auf eins was fehlt? Weißt du, wenn jemand durch schwere Probleme gegangen ist und ist frei geworden, der hat sich gekriegt in seinem Leben, und du hast dasselbe Problem, wer wird besser verstehen, die Rote Jesus, kriegt dich, was du weißt, dasselbe denkst, der ist gegangen. Was sagt Jesus zu Petrus in Lukas 22, Vers 31 und 32? Und der Herr sagt, Simon, Simon, merkt die das, mag die das, so tun haft er an angehouden jünt, so es wird über dem Seite schatten. Jesus weiß, was Petrus für Versuchungen hat für sich. Er weiß, was von Tasten er hat. Er weiß, Petrus wird das Tast nicht merken. Dann sagt er in Vers 32, aber ich habe die Gebet, sagt Jesus zu Petrus, dass du deinen Glauben nicht verlieren musst. Und wenn du hier streng nach mir gekommen bist, dann steigt deine Brüder, sagt er. Er weiß, dass Petrus eine Zeit haben, wo er besiegt gehen. Aber er sagt, wenn du durch vorbei bist und du trägst kannst, dann steigt deine Brüder. Und viele von uns weiter, was sie Dinge schaffen. Und wir haben auch verschiedene Belebnisse gehabt. Aber das, wie für Petrus Jesus dreimal verloren hat, und das passiert meistens darauf. Und Jesus weiß das. Aber er hat für Petrus gebetet. Er weiß das auch, dass Petrus Lothar wird fähig sein, Menschen nach Jesus zu bringen. Er weiß das auch, dass Petrus am Pfingsttag, Apostelgeschichte 2, Vers 38 wird sein, wenn die Menschen würden rot freuen. Dort würde der Heilige Geist am angeben. So, weil wir auch wahrlich sind, unsere gerade Probleme, wo wir die gleiche Sicht haben, somebody mitzuteilen, mit jemandem zu beten, da durchzukommen. Wir brauchen euch an ihr Leben. Wir brauchen Freunde, die man ans Bad anfuttern und nach der anderen Seite gehen. So, ich wünsche dir Gottes Segen da an, weil wir uns Freunde merken, mit der eurechten Mammon, mit unserer Zeit, mit unserem Geld, ein Tag, da wird uns viel am Bad anzufuttern und nach Jesus zu drehen. Weil wir beten. Vater, ich danke dir für das wunderschöne Tag. Ich danke dir, dass du so gut bist. Ich danke dir, dass du Jesus geschenkt hast. Und ich danke dir, dass Jesus den Heiligen Geist geschenkt hat. Dass er in jedem Gläubigen wohnt und in jeder Gläubigen Bahn schaffen wird. Und dass wir alle diese Stamm vom Heiligen Geist kennenlernen, können horchen, können treu sein und können aufrichtig sein. Ich freue mich deine Leitung für jeder einen. Und ich bete, dass wir immer treuer werden, aufrichtiger werden, während wir hier leben, während wir unsere Gabe brauchen, einer für den anderen. In Jesus' Namen. Amen.